Hallo liebe Freunde, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich lerne mit euch jetzt nicht Goethes Osterspaziergang auswendig, den kennt ihr ja alle noch aus eurer Schulzeit, da bin ich mir ganz sicher, sondern ich habe gedacht, es ist besser, ich lade euch zu einem selbigen ein, nämlich hier auf dem Osterweg, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und dann später beim Selbstausprobieren. Startmöglichkeiten für den 2 Kilometer langen Osterspaziergang um das Wolkenburger Schloss gibt es mehrere. Ich habe mich für den Parkplatz am Bahnhof gegenüber dem Café do Brasil entschieden. Auch wenn der Bahnhof in Wolkenburg da einst auch bessere Tage gesehen hat, wobei ein Verein auf Privatinitiative versucht zu retten, was zu retten geht, der Parkplatz ist in Ordnung. Ganz entspannt gehen wir zunächst wenige Schritte an der Hauptstraße und sehen bereits hier, Wandermöglichkeiten gibt es, wie eigentlich überall im und ums Muldental, jede Menge. Doch heute gehen wir ja auf Osterhases Spuren und heben uns diese für später auf. Das heißt, wir überqueren die Gleise am ehemaligen Bahnübergang, laufen vorbei am Brückencafé und über die Muldebrücke. Auf der anderen Seite angekommen, erkennen wir auch hier spannende weitere Wandermöglichkeiten, jedoch ebenfalls den offiziellen, liebevoll gestalteten Startpunkt für unseren kleinen, gemütlichen Osterspaziergang. Zudem finden wir hier eine ausgedruckte Karte über die Route, nebst den bereits angesprochenen weiteren Parkmöglichkeiten. Aber keine Sorge, der Weg ist wirklich ganz einfach zu finden und überhaupt nicht zu verfehlen. Nicht der Nase, sondern immer den Eiern nach. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der nutze bitte die GPS-Daten, welche ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video zum Downloaden findet. Und schon geht's los. Wir überqueren die Straße Schlossberg, sehen auf der anderen Seite bereits den ersten Wegweiser und gehen in die Mühlenstraße. Zu erzählen gibt's hier eigentlich nichts mehr. Nehmt euch die Zeit und schaut euch in Ruhe um. Am Spielplatz angekommen war ich ganz begeistert. Zum einen, weil der Ortschaftsrat tatsächlich den Kindern zum Spielen dauerhaft Sandkastenspielzeug zur Verfügung stellt und ich finde es eine großartige Idee, wo heute so viele nur noch an sich selbst denken. Und zum anderen, wer seinem Spieltrieb freien Lauf lassen will, der kommt tatsächlich in vielerlei Hinsicht auf seine Kosten. Ihr fragt euch unterwegs plötzlich, was es eigentlich mit dem Osterfest auf sich hat, außer der Suche nach den Eiern. Kein Problem, unterwegs findet ihr etliche informative Tafeln und ihr könnt euch bei Bedarf zu diesem Thema aufklären lassen. Mehr oder weniger gegenüber vom Haus des Gerichtsschreibers sehen wir die Schaukelbrücke über die Mulde. Ihr erkennt diese wieder? Richtig. Auf unserer kleinen Wanderung von Tierbach, bei der wir auf die Spuren der alten Zindburg gestoßen sind, haben wir hier die Flussseite gewechselt. Aber weiter geht es heute in Sachen Ostern und so folgen wir den Osterweg in Richtung Mühle. Die Zwickauer Mulde weiterhin zu unserer Rechten. Vor der Mühle finden wir nicht nur die hier überall anzutreffende schöne Ostertego, nein, hier kommen wieder alle Spielwütigen auf ihre Kosten und ihr könnt euch quasi am Thema Ostern, weil ihr vielleicht eure Eier nicht gefunden habt, abreagieren.
Was ich nicht herausfinden konnte, ob sie dem Osterhasen unter die Arme greifen soll. Sie ignorierte mich einfach und verweigerte jede Antwort. Also widmen wir uns wieder der Suche nach den vielen Eiern und Osterschmuck. Langsam aber sicher führt uns die Mühlenstraße nach oben. Wir bekommen nicht nur einen schönen Blick ins Muldetal geboten, sondern schaut selbst. Wunderbar oder wanderbar lautet hier die Frage. Da kommen wir doch der Aufforderung nach und öffnen einfach die Klappe. Und da bleibt euch wohl der Mund offen stehen. Ist das etwas? Genial, vor allem so viel Vertrauen zu investieren. Ich war unheimlich angetan davon, auch wenn es nicht unbedingt meine Wegeszerrung ist. Mindestens genauso schön finde ich die Idee mit dem Wanderbuch. Richtig laut gelacht habe ich dann bei diesen 5 Wanderlügen. Kennt ihr diese auch oder gar noch andere? Schreibt's doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr auch solche Motivationshilfen für eure Mitwanderer benutzt. Der eine oder andere benötigt nach dem kleinen Zwischenimbiss jetzt eine Pause zum Ausruhen. Bitteschön, auch dafür ist hier gesorgt. Und euren eventuell wartenden Wanderpartnern zum Zeitvertreib wird gleich daneben das nächste Spiel bereitgehalten. Wir erspähen die Spitze der neuen Kirche Wolkenburg, das heißt, unser Höhepunkt, das Schloss, ist nahe. Wie vorhin völlig richtig bei den 5 Wanderlügen gelesen. Wir sind also gleich oben. Tatsächlich oben angekommen, stellen wir leider fest, aktuell wird hier ziemlich viel gebaut. Werfen wir also wenigstens noch von außen einen Blick auf die prachtvolle neue Kirche und das Schloss. Da es leider derzeit hier oben keinen nutzbaren Zugang zum Schlosspark gibt, steigen wir auf der Straße den Schlossberg wieder hinunter. Zum Glück ist der Verkehr hier nicht der Rede wert. Von unten kann man, wenn man es möchte, noch einige Schritte im Park pummeln. Ansonsten begeben wir uns auf den Rückweg, queren wieder unsere Zwickauer Mulde, landen am Parkplatz vom Bahnhof und sagen dem Heimatverein Wolkenburg-Kaufungen und allen aktiven Osterhasen ein ganz großes Dankeschön für diese Idee und Arbeit.